Oh, hallo liebe Vespa-Freunde, heute mal wieder hier beim Kaffee Racer. Heute soll es um ein Drop-Down-Kit gehen von Scooter Center, was wir ganz neu im Programm haben oder was es auch neu am Markt gibt. Das haben wir jetzt hier mal in der Rohfassung. Wir haben es auch fertig schon umgebaut, zeigen wir euch gleich. Dazu noch ein paar andere Veränderungen. Okay, Micha, das ist jetzt hier dein Roller oder das ist euer Vorführer? Tada, das ist der Vorführer. Mein Roller, den ich auch privat fahre, aber unser Vorführer. Hier das fertige Produkt, was wir vorne schon mal eben als Rohmaterial gezeigt haben. So sieht es dann aus, wenn es lackiert ist, mit Scheinwerfer richtig eingebaut. Was besonders schön ist, das konnte man vorne schon sehen, ist wirklich die Linie, dem der Lenker folgt. Also wirklich die Linie nur des Beinschildes aufnimmt. Wenn man sie nebeneinander sieht, wirkt der Originallenker fast wie ein Fremdkörper. Das ist durch den Winkel, weil der ganz anders genau. ist. Ne? Man muss das mal von hinten sehen. Wenn man das mal von hinten, guckt euch das mal von hinten an, also über die Sitzbank drüber hinweg. Das ist noch viel krasser. Das Kit von Scooter Center in dem Fall wirklich ist sehr gut gefertigt. Es hat eine KBA-Nummer, also es ist damit sofort zugelassen. Auf dem Lenker ist der eingeprägt. Und hier der Originallenker von Vespa. Auch schön, gar keine Frage, aber man sieht die das Organische. Das erinnert so ein bisschen an die alten, so aus den 14er, 15er Jahren, ne? Na, Die waren ja ähnlich, ne? Ja, wobei dieses Tuning aus den 90ern, aus der PX-Zeit kommt, nur da war es halt, es sah wunderschön aus, sieht es auch, Dropdown auf einer PX, es war nur massiver gekrümmt tatsächlich. Man merkt sofort, dass man tiefer sitzt, also sportlicher sitzt, ja? Wobei ich sitze immer, aber ich alleine fahre ein bisschen so, es ist jeder sehr anders. Aber es ist nicht so, man hat diese entspannte Haltung nach wie vor, die man auf einer Vespa hat. Also das ist ja das Tolle. Mal von der Seite. Du sitzt ja auf einer Vespa wie auf einem Stuhl, so wurde sie auch konstruiert. Auf dem Stuhl, um den Stuhl herum wurde sie ja konstruiert. Und wenn man dann hier, das ist ja das, was es bequem macht, man hat immer hier einen Winkel drin, man hat immer ganz lockere Arme, was das ganze Lenken und das Fahren schön macht. Das hat man immer noch. Das ist toll. Vielleicht kannst du mal einen Vergleich zeigen. Mal auf man der sitzt sitzen, halt, auf jeden Fall, man sitzt halt hier andere. sportlicher. Das ist halt schön. Das ist immer noch wunderschön. Wenn man jetzt mal auf hier geht, ist das natürlich saubequem auch, gar keine Frage. Ja. Vielleicht ist es sogar, ob es ein Ticken bequemer ist. Kommt auch mal auf die Fahrergröße an. Kommt auf die Fahrergröße an. Also Fahrergröße ist ja nicht einfach nur, wie groß bist du, sondern wie groß ist wie lang sind deine Beine, wie ist dein Oberkörper. Also es ist tatsächlich, natürlich ist es größenabhängig, also individuell immer so ein bisschen. Sitzt sich großartig, gar keine Frage. Ja, gerade immer prima, weil, geht man aber hier rüber. Es ist jetzt nicht, dass die Sitzposition besser geworden ist, die ist aber auch nicht schlechter. Das ist das Entscheidende. Dafür ist die Optik aber besser. Ja, also wirklich eine optische Sache, die schon einen großen Unterschied macht. Wunderschön, ne? Ja. Ganz toll. Und das ist nur wirklich minimal. Die Verarbeitung insgesamt, muss ich sagen, ist sehr gut. Die Sachen passen sehr gut. Die Schaltereinheiten passen sehr gut rein. Das, was man machen muss, schön, dass du gerade hier bist, was man machen muss tatsächlich, man muss umrüsten auf Lenkerendenspiegel, weil die sind hier jetzt verschlossen. Was aber auch Sinn macht bei einem Sportlenker, ne, macht das ja durchaus. Ach so, das ist jetzt hier komplett weg. Das ist jetzt komplett weg. Muss man also keine Stöpsel mehr reinmachen oder so? Genauso dieses Kit ist gemacht nur für den HPE-Lenker. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also für die HPE-Modelle. Für wen passt das? Wegen den Schaltern und so auch, ne, und Scheinwerfern? So, Schalter und alles passt. Alles identisch. Ja? Also du kannst diesen Lenker auf jedes Modell schrauben. Okay. Was du ändern musst, ist, wenn du diesen Lenker auf... Zum Beispiel, hier haben wir ja eine HPE. Ne? Genau, hier ist HPE. Hier haben wir eine HPE, lange Nase. Ja? Hier haben wir das Vorgängermodell, nicht lange Nase. Ja? Also bis kurze, dicke, 18, breite Nase. Genau. Und hier passt das auch, aber der Scheinwerfer ist anders. Also die Aufnahme des Scheinwerfers ist anders. Wer so ein Modell hat, kann den Lenker locker nehmen, kein Problem, passt alles, muss aber den Scheinwerfer ändern. Definitiv. Da muss ein HPE-Scheinwerfer rein, was ja bei vielen sowieso der Fall sein wird. Das ist alles gleich. Das ist alles identisch. So, ne? Alles identisch. Kommt ein bisschen auf die Baujahre an, aber das passt immer. Ja, das kriegt man immer hin. Viele werden ja vielleicht sogar noch einen Originalscheinwerfer da drin haben, also Klarglas hell. Wenn man auf so einen Drop-Down-Lenker umrüstet, dann soll es ja sportlicher und Ihr habt ja schon wieder was Spezielles da reingemacht. Das ist ein Cellioni, ja, der war schon vorher, aber das ist ein Cellioni, dunkel für die HPE, sehr schön. Die HPE hat ja von Hause auch so ein LED-Licht, aber eben kein dunkles, also kein verdunkeltes. Passt schön, das passt Konzept rein. Ganz genau. Zu berücksichtigen ist natürlich noch bei dem Drop-Down-Kit, theoretisch passt es natürlich auf jedes Modell, aber bei den GT-Modellen oder bei den 250er-Modellen haben wir folgendes Problem, wir haben einen ganz anderen Tacho. Das heißt, der Tacho müsste auch mitgewechselt werden. Wir haben einen mechanischen Tachoantrieb bei den älteren Modellen. Auch das müsste dann gewechselt werden, wenn wir auf die elektronischen Tachos gehen. Es passt also
theoretisch auf jedes Modell, hat aber bei den GT und 250er Modellen, GTS 250, richtig Aufwand, weil dort ein anderer Tacho drin ist. Habt ihr einen da, dass wir uns das mal angucken können, wie das aussieht? Angucken, was gemeint ist, genau. Wir haben hier eine GT 200 gerade auf der Bühne stehen. Folgt mir. Und hier seht ihr, das ist eine ganz andere Form. Siehst du, das ist eine ganz andere Form. Ja. Also der Lenkerdeckel ist für den Tacho natürlich der Dropdown. Ja. Und der Tacho hat keinen mechanischen Anschluss. Das ist ein elektronischer Tacho, hat einen elektronischen Abnehmer. Also ab das Euro. kann man umbauen. Ja. Aber das will. Wird ein bisschen sehr viel. Was ist in diesem Set jetzt alles dabei, wenn man das kauft? Das Set ist der Lenker, Lenkerdeckel hinten, Lenkerdeckel vorne. That's it. Somit braucht der Besitzer, der nicht HPE, auch noch diesen Lampenring. Okay, also wenn man jetzt kein HPE-Modell hat, braucht man den Scheinwerfer und den Lampenring. Lampenring, ganz genau. Ansonsten, wenn man HPE hat, nimmt man einfach den bestehenden Vorhandenen Scheinwerfer und den Lampenring lässt und packt das es rein. in seiner Fahrzeug- oder Wunschfarbe lackieren, baut es um, fertig. Genau. Wie kommt es jetzt? Also einfach unlackiert. Das kommt unlackiert, so wie wir das am Anfang gesehen haben im Intro. Diese schwarze. Das Schwarze, Gucken genau. wir das nochmal Einfach kurz an. Wir schwarzer gehen nochmal kurz Kunststoff. nach vorne. Einfach schwarzer Kunststoff. Also so wird es jetzt geliefert hier. All black, ja. Ist Das heißt, das ist ja auch eine unbehandelte Rohkarosserie. Das ist noch für den Tausch von einem Unfallschaden. Deswegen steht die zufällig gerade hier. Und deswegen ist es aufgebaut. Also wenn man die nicht lackiert oder so in dem Rohzustand, kann man es so lassen. Gut, aber man muss es dann schon noch lackieren Es in kommt der natürlich Farbe. nicht mit Griffen, die sind nicht dabei. Ne? Die Ja. Griffe nicht, das ist jetzt nur aufgebaut. Also jetzt nur der Metalllenker und das schöner Kunststoff. ist. Genau. Und dann muss man seine eigenen Sachen da wieder reinbauen und Richtig. vorher lackieren lassen. Und auf dem Lenker ist eine KBA-Nummer eingeschlagen, großartig. Bisschen Aufwand, aber lohnt sich, ne? Ja, es ist aber mehr eine Fleißarbeit. Es ist tatsächlich keine Geschichte, die unfassbar viel technisches Know-how erfordert, weil du musst nicht an das Lenkkopflager oder an die Gabel im eigentlichen Sinne, du wechselst einen Lenker, das ist tatsächlich, sollte jeder, der mit Lego gespielt hat oder mit Fischertechnik, der sollte das hinkriegen. Ja, okay. Ja. Es ist eine Fleißarbeit tatsächlich. Du sitzt, damit es dann ordentlich ist, klar, frisch lackiert, damit das alles ein bisschen, sitzt du schon bestimmt Aber das Lackieren sollte man vielleicht schon machen lassen. Ja, ne? da sitzt man vielleicht einen Nachmittag dran, wenn man nicht ganz geübt ist. Aber es ist kein Hexenwerk, es ist eher eine Fleißarbeit. Tatsächlich. Super. Also ich finde es schick, sieht gut aus. Sieht super aus. Frage wird natürlich jetzt kommen, was kostet der Spaß? Ja, der Spaß ist nicht ganz billig. Also das Kit kostet 996, 89, so, also einen knappen Tausi kostet das Kit komplett, also unlackiert mit Lenker, aber eben mit Zulassung. Die Zulassung wäre jetzt, sag ich mal, für uns hier und für viele andere Werkstätten nicht ganz so wichtig vielleicht, da man das per Einzelabnahme relativ einfach eingetragen bekommen sollte. Natürlich je Abhängigkeit nach Prüfer und so weiter. Wir kriegen es hier bequem eingetragen, aber natürlich schöner für alle, die nicht den Superprüfer um die Ecke haben, der sowas auch darf. Ja, es geht ja nicht nur darum, ob er es will, sondern ob er es überhaupt darf. Da ist es schon von Vorteil, wenn das Ding einfach legal raufschrauben, fertig. Wie mit den Felgen, ne? Genau, Auch wie mit mal den Felgen. einfacher. Und da sind wir dann gleich beim nächsten Thema. Wir haben dem Fahrzeug hier noch eine Kleinigkeit spendiert an der Stelle, weil wir sie auch schon eine Weile haben. Pordoi-Felgen. Ja, Pordoi-Felgen kommen von einem ganz bekannten Hersteller. Ich sage es an der Stelle, SIP. Wirklich auch mein Kompliment. Das sind schwarz verchromt, nennen sie das. Es gibt diese Felge auch noch in voll verchromt. Irre tolle Felge. Ich bin gar kein Fan von dieser Pordoi-Felge, ehrlich gesagt. Das ist eine Geschmacksfrage, ja, nichts weiter. Aber die hier, wow. Dieses schwarz verchromt sieht toll Sieht aus. ein ne? Hammer aus, ja. Also hier fehlt jetzt noch der Fender, damit ein bisschen Farbeffekt hier drauf kommt. Hier kommt derselbe Fender wieder drauf wie vorher, wie bei Carola, der Celioni. kurzer, ne? Ja, der sportliche. Ne? Und das fehlt hier noch, aber ansonsten Optisch schick. großartig. Ja, wir haben das erstmalig aufgebaut an einem Fahrzeug, das war Aventurin-Grün. Das ist dieses Porsche Aventurin-Grün, ist da hinten die Corse, hat diese Farbe. Der hatte die schwarz verchromten drauf. Das Fahrzeug sah sofort unfassbar teurer aus. Cool. Aber passt bei dem Blauen auch schön. Sieht jetzt. wunderschön aus. Ja. Ist mal was anderes. Also wieder ein bisschen was gemacht. Naja, Ja, das ist kennen mal ja die was meisten, ne, wenn man sowas hat, so ein Projekt, wo man immer so ein bisschen Dann baut man dran immer macht. um, ganz Was genau. war denn das mit dem Licht da eben? Kannst du mir das Was noch mal denn? kurz zeigen? Was ist denn das in der Mitte für ein Licht? ein nicht zulässiges Tagfahrlicht. nennen Okay. wir es. Es braucht noch einen eigenen Schalter, damit man das ausmachen kann. Das ist ein Showlicht.
Gibt es im Zubehör über uns zu beziehen. Wir haben das hier bei Cafe Racer. Das ist eine LED-Licht hinten. Das wird einfach ans Standlicht angeschlossen. Man sollte einen Schalter dazwischen setzen. Man soll sich bewusst sein, dass es nicht so ganz legal ist. Hier in dem Fall. Es kommt immer über weiß. Also ich weiß nicht, wie es auf dem Film aussieht. Wir haben es hier mal versucht, mit Tauchlack zu machen. Das ist von hinten eingeschraubt. Ich kann das gerne mal zeigen, wenn du willst. Ja, gut, gerne. Warte. So, ich zeige euch also das hier dann nochmal. Ach du Schreck. Ja, das ist die Zweikanal-Fanfare, die hier natürlich drin ist, mit der man auch endlich mal wahrgenommen wird. Ich lasse es extra angeschaltet. Ich lasse es extra angeschaltet, um das einfach nur kurz zu zeigen. Schrums. Und zack. Ja, so hier ist einfach nur eine eingeschraubte LED-Leiste. Ja, eine simple Idee eigentlich. Und dann ist vorne sozusagen eine Ausnehmung da. Und vorne ist die ausgefräst. Die bekommt man mit Nase und dem LED-Licht so komplett. Ja, und kann das dann lackieren lassen und an Strom anschließen und fertig. So als Show-Effekt? Als Show-Effekt, ne? Genau. Ist immer hübsch. Man muss aber halt wissen, nicht so fahren. Das finden die meistens nicht so toll. Also auf der Tanke, wenn man da mit seinen Kumpels steht, kann man das dann mal anmachen. Auf jeden Fall, das ist ja auch... Oder für ein paar schöne Fotos oder für ein Video. Ja, genau. Ja, deswegen macht aber ein schicker Effekt, sieht gut aus. Ist ein hübscher Effekt, finde ich auch. Ist irgendwie niedlich, hat kaum jemand, kennt kaum jemand, deswegen ist es. Kann man bei euch also beziehen? Kann man bei uns beziehen. Okay, Link packe ich unten zum Cafe Racer in die Beschreibung rein. Ja, aber Lenker finde ich eine tolle Sache, sieht gut aus. Genau, darum ging es, um den Lenker. Großartig, finde ich auch. Link packe ich euch unten in die Beschreibung rein, wo ihr den bestellen könnt. Macht echt was her. Und dann, wie gesagt, ihr müsst es dann nicht eintragen lassen, sondern hat eine KBA-Nummer, einfach lackieren lassen, anbauen mit ein bisschen Fleißarbeit. Was man dann eintragen lassen müsste, was wir dann hier als nächsten Schritt, das nur mal als kleines Sneak Preview. Wir werden als nächstes, weil das der Wunsch der Fahrerin ist, es gibt auch vom Scooter Center Drop-Down-Kits für Sprint. Also passt damit automatisch auch auf Primavera logischerweise. Ja, muss man halt nur den Scheinwerfer mit wechseln, logisch, auch klar. Auch Lenkerverkleidung, oben, unten in dem Fall, nicht vorne, hinten, sondern oben, unten. So ist es ja bei den Small Frames. Und der soll dann hier rauf. Und der passt von den Anschlüssen, passt alles dran. Also passen wäre übertrieben. Man kriegt ihn da drauf, man kriegt ihn auch vernünftig montiert. Man muss halt eine Menge umbauen. Ja. Was man bei der GTS jetzt bedenken muss, dass ja die Armaturen sind ja bei den Small Frames diese Schalterarmaturen. Stimmt, ja, ganz anders. Ja. Muss man halt ein bisschen umlöten. Aber dann macht er wieder was einmalig ist sozusagen. Auch, sieht aber auch ein Hammer aus. Eckiger Scheinwerfer sieht toll aus. An der GTS ein Hammer. Sind wir auch nicht die Ersten. Das haben schon mal Leute gebaut. Schön. Das sieht nur mit Dropdown ist es mir nicht bekannt, weil da gab es ja bisher nicht. Keine das Ding ABE hat keine auch, ne? ABE, ja. Aber ey, ja. Aber wer es machen lassen möchte, kann das bei euch machen lassen mit ABE, kriegt er dann alles. Legal, natürlich, vollkommen legal. Auch eine sehr coole Idee. Eckig finde ich ja durchaus spannend. Kommt also wieder ein bisschen was Neues. Genau, und bei Eckig sind wir dann gleich wieder bei unserem neuen Thema. Lambretta. Genau. Das heißt, wir stellen euch natürlich jetzt in den nächsten Videos auch die neuen Lambrettas vor. Es sind, glaube ich, ein paar gekommen, ein paar Modelle. Ja, genau. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber heute machen wir erstmal Schluss. Heute ging es um diesen wunderschönen Dropdown-Lenker. Wenn ihr den bestellen wollt, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Gut, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute. Vielen Dank, Micha, für die Vorstellung von dem Dropdown-Lenker. Sehr interessantes Produkt. Ist unten in der Videobeschreibung drin, wenn ihr euch dafür interessiert. Auch zum Cafe Racer ist unten drin, falls ihr es euch einbauen lassen möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und fahrt vorsichtig. Bis dann. Macht's gut. Ciao.